Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute habe ich mal wieder Neuzugänge für euch. Es ist wieder mal an der Zeit. Längere Zeit gab es kein Neuzugänge-Video hier auf diesem Kanal. Liegt daran, dass ich versuche, nicht wahllos Bücher zu shoppen und es deswegen nicht jeden Monat ein Neuzugänge-Video bei mir gibt, weil sich das nicht lohnen würde. Es gibt Monate, da zieht gar kein neues Buch bei mir ein und dann gibt es Monate, da ziehen dann so zwei neue Bücher bei mir ein. Und in den letzten Monaten sind hier 7 neue Bücher bei mir eingetroffen, teilweise selbst gekauft, teilweise Rezensionsexemplare und teilweise habt ihr sie auch schon gesehen, weil ich sie schon gelesen habe. Aber trotzdem, der Vollständigkeit halber, alle Bücher der letzten Zeit, die neu hier eingetrudelt sind, zeige ich euch jetzt. Wie immer, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben, weil ihr mich damit ganz doll unterstützt und schreibt mir in die Kommentare, welches Buch davon ich unbedingt lesen soll als nächstes. Mal abgesehen von denen, die ich bereits gelesen habe. Das sage ich bei den Büchern aber auch dann dazu. Ich gehe so ein bisschen der Reihe nach durch und eins der ersten Bücher ist Crush von Tracy Wolff. Das ist der zweite Teil der Crave-Reihe und ich habe den ersten Teil Crave vor ein paar Monaten gelesen und muss sagen, das Buch hat mich eigentlich fast entgegen meinen Erwartungen sehr gut unterhalten. Und mir wurde auch schon gesagt, dass der zweite Teil auch noch mal besser sein soll und da war ich sehr neugierig, habe mir den zweiten Teil gekauft, noch nicht gelesen, aber ich möchte hier auch gar nicht so lange warten, weil im Englischen, also ich lese die Reihe auf Englisch, im Englischen ist ja auch, glaube ich, Band 3 und Band 4 auch schon draußen. Und ich möchte ja gar nicht mehr so lang zwischen einzelnen Teilen von Reihen so eine lange Pause machen. Deswegen wird das dann auch hoffentlich relativ bald von mir gelesen. In dieser Reihe geht es ja darum, dass die Protagonistin Grace neu an der Cadmere University oder Cadmere Academy, das ist eine Schule, ankommt, nachdem ihre Eltern verstorben sind und sie kommt dann bei ihrem Onkel unter, der Schulleiter eben jener Cadmere Academy ist. Und Grace merkt aber ziemlich schnell, dass irgendwas hier anders ist. Und vor allem der, düstere, mysteriöse Jackson, interessiert sie. Und ja, was dann alles passiert, muss man natürlich selber lesen. Aber wie gesagt, Teil 1 fand ich sehr unterhaltsam und deswegen freue ich mich auch auf Teil 2. Das nächste Buch habe ich tatsächlich schon gelesen. Ihr habt es auch hier schon auf diesem Kanal gesehen. Und zwar ist das von Ava Reid, High Hopes Whitestone Hospital aus dem Lux Verlag. Das ist der erste Teil der Whitestone Hospital Reihe. Ich meine, diese Reihe wird 4 Bände umfassen. Dieses Buch wird immer ganz gerne mit Grey's Anatomy verglichen und auch ich habe hier definitiv Parallelen feststellen können. Das war nämlich auch das, was mich überhaupt erst so neugierig auf das Buch hat werden lassen, als ich gelesen habe, dass hier doch schon sehr starke Grey's Anatomy Vibes rüberkamen, war ich direkt angefixt und habe es sofort gekauft und auch tatsächlich sofort gelesen, nachdem es hier bei mir ankam und ich wurde nicht enttäuscht. Es geht hier um Laura und Laura startet frisch in den Arztberuf. Sie hat eine neue Stelle als Assistenzärztin am Whitestone Hospital und man begleitet sie jetzt hier in diesem Buch durch ihre erste Zeit an diesem Krankenhaus als Ärztin. Wie man sich vorstellen kann, super aufregende Zeit. Sie freut sich aber halt auch tatsächlich sehr darauf und merkt dann aber sehr schnell, das wird alles doch so ein bisschen anders, als sie sich das vorgestellt hat. Vor allem, nachdem sie ihren Vorgesetzten Dr. Nash Brooks kennenlernt und der doch einen gewissen Reiz auf sie ausübt, sagen wir mal so. Auch das hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich freue mich sehr darauf weiterzulesen. Ich glaube, im August erscheint Band 2. Da wird es dann nicht mehr hauptsächlich um Laura und Nash gehen, sondern es werden andere Protagonisten im Fokus stehen. Aber ich habe hier auch gelesen, beziehungsweise ich glaube, es steht auch vorne drin, häufig ist das bei Reihen aus dem New Adult-Bereich ja so, dass man, auch wenn es eine Reihe ist, man hier aber trotzdem auch schon mal durcheinander lesen kann. Da ist es nicht so wichtig, also es gibt halt keine chronologische Reihenfolge oder so. Aber hier ist das wohl doch der Fall. Und ich muss auch sagen, dass das mit einem ganz, ganz fiesen Cliffhanger endet. Also mit etwas, womit ich auch dann überhaupt nicht mehr gerechnet habe. Irgendwie denkt man, okay, es ist irgendwie jetzt alles abgeschlossen und dann passiert aber doch nochmal ordentlich was. Ja, deswegen, es empfiehlt sich hier
auf jeden Fall eigentlich Teil 2 schon bereitzuhalten, was leider aktuell noch nicht möglich ist. Aber trotzdem, ja, große Empfehlung meinerseits, obwohl das ja eigentlich sonst gar nicht so meinem Lesegenre, meinem bevorzugten Genre entspricht. Ebenfalls bereits gelesen habe ich dieses Buch hier, Fabula, das Portal der 13 Reiche von Akram El-Bahai, erschienen im Baumhaus Verlag. Und ja, man sieht, ich habe es gelesen, ich habe hier ein paar Klebchen drin. Und das ist so eine Fantasy-Geschichte für Jugendliche. Und auch dieses Buch hat mich gut unterhalten. Ich hatte so ein paar Kritikpunkte, aber trotzdem im Großen und Ganzen fand ich, war das eine sehr schöne, fantasievolle Geschichte. Es geht hier um die Zwillinge Charlotte und Will. Genau, so war sein Name. Und die beiden, ja, eher so durch Zufall stolpern sie in das magische Reich Fabula. Fabula ist halt wirklich so das, was man sich unter so einem Märchenreich vorstellt. Also es gibt dort sämtliche mythischen Wesen, von denen man jemals gehört hat. Einhörnern und Riesen und Zwerge und was weiß ich nicht noch alles. Sehr viel mehr, aber es gibt auch einiges Neues hier. Aber es ist anscheinend auch so, dass Fabula in Gefahr schwebt und Charlotte und Will sind einfach so begeistert von diesem Reich und möchten helfen. Und sie, ja, setzen alles daran, dieses magische Reich zu retten. Und die Frage da ist aber auch, warum, eigentlich können Menschen gar nicht so einfach nach Fabula reisen. Warum können die zwei es? Gibt es da möglicherweise irgendeine Verbindung? Die Bücher, die jetzt alle kommen, habe ich noch nicht gelesen. Dieses hier habe ich aber schon mal kurz vorgestellt. Und zwar ist das Die Hexen von Woodville, Rabenzauber von Mark Stay aus dem Heine Verlag. Und die Story klang einfach so cool, dass ich gedacht habe, das muss ich unbedingt lesen. Ich bin ja bei Hexen sowieso ganz vorne mit dabei. Ich liebe Geschichten über Hexen. Und hier geht es um das kleine Örtchen Woodville. Und eigentlich sollte man denken, stinknormales Dörfchen. Und wie das in so kleinen Dörfchen häufig der Fall ist, es wird viel getratscht. Und anscheinend ist das, eins dieser Tratschopfer ist wohl Faye. Und Faye scheint anders zu sein und sie findet dann aber auch raus, ja, tatsächlich, das stimmt, sie ist anders. Sie findet das nämlich raus, nachdem sie die Tagebücher ihrer verstorbenen Mutter, ja, sie liest in den Tagebüchern ihrer verstorbenen Mutter und findet dann heraus, dass sie, ja, tatsächlich anders ist, denn sie ist eine Hexe. Dann geschieht Folgendes, das Dörfchen Woodville wird angegriffen vom sogenannten Rabenvolk, soll wohl, ja, so eine Art bösartige Vogelscheuche sein und Faye möchte natürlich das Dörfchen, ihre Heimat retten und das ist wohl sehr lustig wohl auch. Also hier hinten drauf steht fantasievoll, schwungvoll und extrem witzig und das ist halt das, was mich auch so neugierig drauf gemacht hat, wie diese vermeintlich düstere Geschichte doch Witz haben kann. Und da bin ich sehr gespannt drauf und da freue ich mich sehr drauf. Soll wohl auch vor allem was für Freunde von Ben Aronovich sein. Also wenn ihr die Bücher gelesen habt und da Fan von seid, schaut euch das hier auf jeden Fall mal näher an. Dann habe ich noch hier dieses schöne Büchlein hier, und zwar Das unglaubliche Leben des Wallace Price von T.J. Klune, ebenfalls aus dem Heine Verlag. Und hier geht es ja darum, der Anwalt Wallace Price, sein Leben ist zu Ende. Er stirbt. Und er ist dann irgendwie in dieser Zwischenwelt, zwischen Jenseits und Leben. Und er sagt dann aber wohl, ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch so viel zu erledigen. Ich kann jetzt noch nicht sterben. Ich kann jetzt noch nicht gehen. Und er bekommt dann tatsächlich auch die Chance, das, was noch zu erledigen ist, auch zu erledigen. Er darf nochmal zu den Lebenden und darf halt diese Angelegenheiten wohl noch zu Ende bringen. Aber genau dann, verliebt er sich wohl auch und er entdeckt den Sinn des Lebens, steht hinten drauf und finde ich, klingt sehr vielversprechend. Auch der Vorgänger des Autors, Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte, ging ja sehr durch Booktube, Bookstagram und so weiter. Und es wurde ja wirklich hoch gelobt. Ich habe es noch nicht gelesen, aber hier freue ich mich sehr drauf. Und ich bin mal sehr gespannt, erstmal, wie so der allgemeine Konsens dann zu diesem Buch aussehen wird. Ob das hier auch so hoch gelobt werden wird wie der Vorgänger oder
nicht. Und natürlich bin ich sehr gespannt, wie es mir gefallen wird, weil die Geschichte an sich klingt schon extrem cool, muss ich sagen. Dann habe ich hier Normale Menschen von Sally Rooney aus dem BTB Verlag. Hört man ja auch so viel Positives drüber, vor allem was den Schreibstil angeht. Und da bin ich einfach neugierig geworden und habe mir gedacht, das muss ich lesen, das möchte ich haben, ich möchte es lesen und mir da selber ein Bild von machen. Und ich finde so der Inhalt der Geschichte an sich, zumindest das, was man, ich habe mir schon einen kleinen Notiz hier gemacht, das, was man so über die Geschichte an sich liest, klingt ja gar nicht nach groß was Besonderem, muss ich sagen. Klingt für mich ja nach zwei, die sich verlieben, obwohl sie eigentlich völlig unterschiedlich sein sollen. Aber das, glaube ich, was hier diese Geschichte so besonders macht, das ist die Art des Erzählens und der Schreibstil. Und da bin ich einfach super, super neugierig drauf. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Es geht um Connell und Marian Winch. Marian ist wohl eher Außenseiter, Connell ist so der Star der Schule, so habe ich es verstanden. Aber es ist auch so, dass Marian halt auch ja, in einem großen Anwesen lebt und Connells Mutter arbeitet dort als Putzfrau. Und die beiden begegnen sich dann oder kommen ins Gespräch, als Connell seine Mutter dann von der Arbeit abholt. Und sie merken, irgendwie passiert da was. Aber so wie ich es verstehe, passiert dann noch nicht groß was, sondern sie begegnen sich dann ein paar Jahre später an der Uni wieder. Und dort, sie werden so wie magnetisch voneinander angezogen, sie können es einfach nicht lassen. Und was dann passiert, keine Ahnung. Und das letzte, auch ein Titel, der total durch die sozialen Medien geht. Ich kam nicht dran vorbei. Die 7 Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Das ist im Ullstein Verlag erschienen. Und wie gesagt, dieses Buch ging ja durch die Decke und allein deswegen möchte ich es gern lesen und zweitens finde ich, klingt die Geschichte auch super interessant. Es klingt so, dass es halt genau meins ist. Es geht hier um Evelyn Hugo, eine Filmikone, die wohl ja im Laufe ihrer Karriere auch schon ein paar Mal geheiratet hat, 7 Mal anscheinend. Und sie entschließt sich dann irgendwann auszupacken. Sie entschließt sich zu erzählen, was alles wirklich in ihrem Leben passiert ist. Und sie wählt dafür eine Lokaljournalistin. Und irgendwie weiß man auch erst nicht so genau, warum sie ausgerechnet diese Journalistin dafür auswählt, um ihr ihre Geschichte zu erzählen. Aber der letzte Satz hier hinten drauf heißt dann, erst gegen Ende der Geschichte wird ihr klar, also der Journalistin, dass sie dem Hollywood-Star schmerzlicher verbunden ist, als sie es je für möglich gehalten hätte. Und da werde ich doch natürlich neugierig. Deswegen freue ich mich sehr drauf. Auch hier das Vorgängerwerk der Autorin Daisy Jones and the Six, auch das habe ich nicht gelesen, aber auch das ging ja total durch die sozialen Medien. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein Buch, das ich mir dann für den Juni wahrscheinlich heraussuchen werde, weil ich hier wirklich extrem neugierig drauf bin. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein Buch ist, was man wegsuchtet, weil ich liebe das halt total, wenn jemand so rückblickend über seine Vergangenheit erzählt, über das, was passiert ist und sich so nach und nach dann irgendwie so ein Geheimnis klärt, liebe ich. Und deswegen glaube ich, dass das hier absolut mein Buch sein wird. So viel zu den Büchern, die in letzter Zeit neu bei mir eingezogen sind. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich am besten sofort lesen sollte von diesen Büchern. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche zum neuen Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.